Der Afrika Cup 2024 in der Elfenbeinküste ist in vollem Gange. Neben hochklassigen Spielern wie Victor Osimhen, Mohamed Salah und auch Aid Bennacer werden weitere talentierte Spieler auf dem Platz stehen und versuchen, den Titel für ihr Land zu gewinnen. Daher möchte ich euch in diesem heutigen Video 20 afrikanische Talente vorstellen, die teilweise ein bisschen kostenspieliger sind, aber es lohnt sich wirklich, Geld in diese Talente zu investieren und sie für euren Verein im EAFC Karrieremodus zu gewinnen. Beginnen wir unsere Reise mit dem 19-jährigen Shootingstar aus Ghana, Abdul Fatawu, der zurzeit an Leicester City verliehen ist. Er hat einen Marktwert von 7 Millionen Euro, eine Startstärke von 73, Potenzial bis 87, kann aber natürlich durch das Training immer nochmal 2-3 Stärken nach oben gehen. Nach insgesamt 10 simulierten Saisons sehen wir, dass er bereits eine Stärke von 87 hat, beim FC Barcelona gelandet ist, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung, also schon mal ein richtig geiler Rotdiamant für euren Verein. Sichert ihn euch, denn am Anfang ist er noch relativ günstig. Spieler Nummer 2 ist der Marokkaner Bilal El Khanous vom KLC Genk aus Belgien. Genauso wie sein Vorgänger ist er 19 Jahre jung, hat einen Marktwert von 7 Millionen, startet auch mit einer 73, kann also auch ein Potenzial bis zu einer 87 bekommen. Durch das Training natürlich auch immer wieder 1-2 Stärken besser, also da ist durchaus auch eine 90er Gesamtstärke realistisch. Genau wie Abdul Fatawu ist er bei einer Gesamtstärke von 87 nach 10 simulierten Saisons bei Eintracht Frankfurt mit 29 Jahren, also im besten Fußballalter. Auch ihn solltet ihr euch rechtzeitig im Karrieremodus sichern. Dann bleiben wir gleich bei Eintracht Frankfurt und kommen zum 20-jährigen Algerier Faris Shaibi, der mit 16,5 Millionen den höchsten Marktwert der 20 Talente hat, die ich euch hier heute vorstelle. Er startet mit einer 76, hat ein Potenzial bis 86. Also eher nicht ganz so günstig wie die beiden anderen Talente, aber wenn ihr die Gelegenheit habt, würde ich da auf jeden Fall zuschlagen. Denn nach 10 simulierten Saisons steht er auch bei einer 86, also gar nicht so verkehrt. Ist wie gesagt mit 16,5 Millionen der teuerste, aber auch er, denke ich, ist das Geld auf jeden Fall wert. Talent Nummer 4 kommt wieder mal aus Ghana. Ernest Nuama sein Name, 19 Jahre jung, auch er ein Marktwert von 7 Millionen, ist zurzeit verliehen an Lyon von seinem Club RWD Molenbeek, das ist in der Nähe von Brüssel, startet auch mit einer 73, Potenzial bis 86, also auch da ein günstiges Talent mit sehr, sehr viel Spielraum, was das Potenzial betrifft. Auch bei ihm sehen wir einen Anstieg nach 10 simulierten Saisons auf eine 86, da auch immer wieder das Training im Hinterkopf behalten. Der wird sicherlich auch, denke ich, so an die Gesamtstärke 90 bekommen. Spieler Nummer 5 ist ein Flügelflitzer aus Gambia. Yankuba Minteh sein Name, ist von Newcastle United gerade an Feyenoord Rotterdam ausgeliehen. 17 Jahre jung, 3,5 Millionen sein Marktwert, startet bei der 69, also auch da wieder einer für die kleineren Vereine, der zu bezahlen ist. Nach 10 simulierten Saisons spielt er mittlerweile in Nizza in der französischen Liga, hat eine 85, also ein richtig, richtig starker Spieler, vor allem für die Außen, der pfeilschnell ist und der auf jeden Fall euer Team verstärken wird. Ich habe vor einiger Zeit noch viele andere Talente vorgestellt. Meine Torhüter zum Beispiel würde ich euch gerne ans Herz legen. Schaut dazu einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da ist bestimmt auch der passende Keeper für dich und für deinen Verein mit dabei. Weiter geht es mit 3 Spielern der Elfenbeinküste. Nummer 1 ist Ousmane Diomandé von Sporting Lissabon. 19 Jahre jung, 15 Millionen sein Marktwert, startet mit einer 76, Potenzial bis 85. Das ist der zweiteuerste nach Faris Shaibi in meiner Liste. Auch hier sehen wir nach 10 simulierten Saisons, dass sein Potenzial auf jeden Fall voll ausgeschöpft wurde. 85, geht immer noch ein bisschen höher. Stabiler Innenverteidiger. Also investiert ein bisschen Geld und dann holt ihr euch eine richtig starke Kante. Spieler Nummer 2 aus der Elfenbeinküste ist Karim Konaté von RB Salzburg. Auch er 19 Jahre jung, ein Marktwert von 3,3 Millionen. Er also für viele Vereine, denke ich, mehr realisierbar. 69er Startstärke, 83er Potenzial für den Sturm. Denke ich, da macht ihr nicht so viel verkehrt, wenn ihr ihn euch in euren Verein holt. Nach 10 simulierten Saisons ist er in der Premier League gelandet beim FC Fulham, hat eine stabile 83, also von daher ist das auf jeden Fall ein Stürmer, der auch auf eurer Liste stehen sollte. Ihr braucht noch etwas Geschwindigkeit über die Außen, dann empfehle ich euch Amad Diallo, ebenfalls aus der Elfenbeinküste von Manchester United. 20 Jahre jung, 9,5 Millionen, sein Marktwert startet mit einer 74 und ihr werdet gleich sehen nach 10 Saisons, dass er auf jeden Fall sein Geld wert ist. Denn in den 10 Jahren hat er sich zu einem unglaublich brutal schnellen Flügelflitzer entwickelt, hat eine 84, immer noch bei Manchester United mit stolzen 30 Jahren im besten Fußballalter. Also auch bei ihm ist, denke ich, diese 9,5 Millionen eine Investition wert.
Bei Spieler Nummer 9 braucht ihr wirklich einen langen Atem, bis ihr den ausgesprochen habt. Sein voller Name Saul Basilio Coco Bassey Ubiña von Las Palmas, spielt für Äquatorial Guinea, da ist der Name genauso lang wie das Land. 24 Jahre jung, 11,5 Millionen sein Marktwert, startet mit einer 75. Wenn ihr also noch Stabilität für die Innenverteidigung braucht, schaut auf jeden Fall mal bei Las Palmas vorbei. Nach 10 simulierten Saisons steht er bei einer 83, immer noch sehr solide, grundsolider Innenverteidiger für einen Marktwert, der auf jeden Fall für die meisten Vereine zu bezahlen ist. Wir sind angekommen bei Talent Nummer 10, Abdesamed Ezzalzouli, sein Name, von Real Betis, der Marokkaner, 21 Jahre jung, startet mit einer 73, 7 Millionen sein Marktwert, also auch wieder jemand im bezahlbaren Bereich. Nach 10 simulierten Saisons ist er beim FC Turin gelandet, fürs linke und rechte Mittelfeld auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Auch in der Innenverteidigung gibt es sehr, sehr spannende und verheißungsvolle Talente. Auch darüber habe ich schon ein Video gemacht, das ist ebenfalls unten verlinkt in der Videobeschreibung. Neben Fares Shaibi und Ousmane Diomandé zählt der 20-jährige Senegalese Pape Matar Sarr zu den Spielern, der den höchsten Marktwert in diesem heutigen Video hat, mit 15 Millionen. Hier ausgeliehen an den FC Burnley, startet aber mit einer 76. Er kann bis zu einer 83 bekommen, vielleicht auch noch ein, zwei Stärken mehr durch das Training. Aber auch er, denke ich mal, ist eine sehr, sehr gute Alternative fürs zentrale und zentral-defensive Mittelfeld. Angekommen mittlerweile beim FC Retafe hat er eine Gesamtstärke von 83, die, wie ich gerade schon gesagt habe, durch das Training immer noch mal ein, zwei Stärken auch nach oben gehen kann. Hat gute Werte beim Dribbling, bei der Verteidigung und bei der Physis. Also ein grundsolider Mittelfeldspieler, für den ihr halt ein bisschen tiefer in die Schatulle greifen müsst. Weiter geht's mit einem Spieler, der einen Marktwert unter 10 Millionen hat, und zwar Zito Luvumbo aus Angola. Er spielt bei Cagliari Calcio, 21 Jahre jung, 5,5 Millionen sein Marktwert, startet mit einer 72, hat auch ein Potenzial bis 83, also im Vergleich zu seinem Vorgänger ist das für viele Vereine deutlich realisierbarer als für andere. Im zarten Alter von 31 Jahren hat er dann immer noch ein Tempo von 89, mittlerweile bei Granada gelandet, also wenn ihr einen Mittelstürmer braucht, oder jemanden fürs linke oder rechte Mittelfeld, investiert auf jeden Fall euer Geld in Zito Luvumbo aus Angola. Ein weiteres sehr interessantes Verteidigertalent ist der 22-jährige Issa Kabore aus Burkina Faso. Erst zurzeit verliehen an Luton Town, 6,5 Millionen sein Marktwert, startet mit der 73. Ich hatte den sogar selber schon mal in einer meiner FIFA-Karrieren früher. Ich glaube beim BVB, bin sehr gut mit ihm zurechtgekommen und nach 10 Saisons hat er sich auch meiner Meinung nach relativ gut entwickelt. Zurück bei Manchester City hat er nämlich eine stabile 83, wie ich finde. Er kann die rechte Seite beackern, rechter Außenverteidiger, Rechtsverteidiger oder auch im rechten Mittelfeld mit 32 Jahren immer noch eine 90 Tempo. Das ist auf jeden Fall richtig stark und auch er ist definitiv eine Alternative für eure rechte Seite. Spieler Nummer 14 ist auch gleichzeitig Spieler Nummer 2 aus dem Senegal, und zwar Lamine Camara vom FC Metz, auch erst 19 Jahre jung, 3,3 Millionen sein Marktwert, startet bei einer 69, hat ein Potenzial bis 82, sehr, sehr gute Alternative fürs Mittelfeld, die ihr euch auf jeden Fall ins Team holen könnt. Nach 10 simulierten Saisons hat er eine solide 82, ist bei US Lecce und der Vertrag kann im zentralen und im zentral-offensiven Mittelfeld spielen, hat wirklich gute Werte, von daher ist das auf jeden Fall auch Geld, was ihr gut investieren könnt und wo ihr auch kein Risiko eingeht. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit für die Außen bekommt ihr durch den 18-jährigen Ghana Christopher Bonsuba. Er ist beim KRC Genk in Belgien unter Vertrag, hat einen Marktwert von 2,8 Millionen, startet mit einer 68. Auch er bekommt ein Potenzial bis 82. Kann natürlich immer noch mal ein, zwei Stärken nach oben gehen. Nach 10 Saisons ist er wie auch immer in Pisa gelandet, hat dort eine Gesamtstärke von 82, 88 Tempo, also über die Außen zusammen mit dem Spielstil Dribbling ist er einfach nicht zu stoppen und auf jeden Fall auch eine Investition für euren Verein wert. Noch mehr Mittelfeldtalente mit hohem Potenzial und einem niedrigen Marktwert findet ihr bei meinem Talente-Video über Mittelfeldspieler. Auch das Video ist wie die beiden anderen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Spieler Nummer 16 ist der 19-jährige Carlos Baleba aus Kamerun. Er spielt bei Brighton & Hove Albion, hat einen Marktwert von 3,3 Millionen, startet mit einer 69, also ähnlich wie seine Vorgänger. Relativ niedrige Gesamtstärke, aber dafür auch ein Potenzial bis zu einer 82, also auch relativ günstig und auch relativ gut für euren Verein. Das hat offensichtlich auch Juventus Turin beeindruckt und somit ist er im Alter von 29 und mit einer Gesamtstärke von 82 in Italien gelandet. Hat auch hier relativ solide Werte, bei Angriff und bei Defensive eine hohe Arbeitsrate, also macht er auch überhaupt nichts falsch, wenn er euch Carlos Baleba zu euch ins Team holt.
Mit Lamek Bandar von US Lecce kommt ein weiterer Flügelflitzer um die Ecke. Der 22-Jährige aus Sambia hat einen Marktwert von 5,5 Millionen, eine Startstärke von 72, wie gesagt, pfeilschnell und für eure Mannschaft auf jeden Fall zu gebrauchen. Nach 10 simulierten Saisons hält er seinem Verein immer noch die Treue, hat einen richtig hohen Wert bei Tempo 88 und durch seine relativ kleine Körpergröße, 1,62, hat er einen sehr tiefen Schwerpunkt, ist also sehr quirlig, sehr wendig und deshalb für mich persönlich für wenig Geld eine echte Empfehlung für euren Verein. Der nächste Spieler kommt von der Überraschungsnationalmannschaft Kap Verde. Logan Costa, sein Name, 22 Jahre jung, beim FC Toulouse zu Hause, 3,9 Millionen. Sein Marktwert startet mit einer 71, ist zu Beginn nicht ganz so schnell, ist natürlich unvorteilhaft für einen Innenverteidiger, aber er wird im Laufe der Karriere noch ein wenig schneller werden. Das Tempo hat sich genauso wie seine Gesamtstärke erhöht, Tempo 68, Gesamtstärke 62, bei Stade Brest untergekommen, also auch eher ein solider Innenverteidiger für wenig Geld für euren Verein. Lasso Koulibaly aus Ghana ist der vorletzte Spieler, den ich euch vorstellen möchte. 20 Jahre jung, einen Marktwert von 2,5 Millionen, ist aktuell von Nordsjælland an Randers FC nach Dänemark verliehen, startet mit einer 67, hat ein Potenzial bis 82 und ist wirklich pfeilschnell. Der FC Turin hat ihn sich nach 10 Saisons geschnappt. Er hat jetzt schon eine Gesamtstärke von 80. Er kann als rechter Mittelfeldspieler oder auch als zentraler Stürmer spielen. Auch eine Empfehlung, sehr, sehr günstig, hohes Potenzial. Last but not least, Spieler Nummer 20, kommt aus Marokko, trägt den Namen Omar El Hilali, spielt bei Espanyol Barcelona, 19 Jahre jung, Verteidiger, 3,3 Millionen. Sein Marktwert startet mit einer 70, ist auch richtig, richtig schnell und auch eine Option für eure Verteidigung. Nach 10 simulierten Saisons hat er hier die Seiten gewechselt zu Feyenoord Rotterdam, kann auch als Innenverteidiger spielen, ist mit 1,83 jetzt nicht der kleinste, also auch variabel einsetzbar und auch eine Empfehlung, da er halt sehr günstig ist. Habt ihr weitere Talente oder habt ihr andere Talente aus Afrika, die ihr den anderen Leuten empfehlen könnt? Schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, euch hat meine Liste gefallen. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Schaut die Videos, die in der Endcard verlinkt sind, würde mich freuen. Einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo, darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Macht's gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao!